Lektion 1. Technologische Vorhersagen. Futurismus und Technologie sind so faszinierende Themen. Irgendwelche Prognosen zur Technologie der Zukunft? In der Tat. Ich glaube, künstliche Intelligenz wird unser tägliches Leben weiter verändern. Ja, und damit gehen ethische Überlegungen einher, mit denen sich die Gesellschaft auseinandersetzen muss. Genau. KI kann die Effizienz steigern, wirft aber auch Bedenken in Bezug auf Arbeitsplätze auf. Also, welche anderen technologischen Fortschritte erwarten Sie? Ich sehe bedeutende Entwicklungen im Bereich der Technologien für erneuerbare Energien voraus. Das klingt vielversprechend. Es könnte sehr helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Ja, und Fortschritte in der Biotechnologie könnten das Gesundheitswesen revolutionieren. Es scheint, dass die Zukunft sowohl spannende Innovationen als auch bedeutende Herausforderungen bereithält, nicht wahr? Lektion 2. Wirtschaftliche Disparitätstrends. Die Trends der wirtschaftlichen Ungleichheit zwischen den Nationen sind atemberaubend, finden Sie nicht? Ja, es schafft erhebliche Hindernisse für die globale Entwicklung und Stabilität. Die Kluft wird immer größer und scheint sich vielerorts zu beschleunigen. In der Tat ist es entmutigend, wenn wir die verfügbaren Ressourcen berücksichtigen. Wie glauben Sie, können wir diese immer größer werdende Kluft überbrücken? Zu den Lösungen könnten faire Handelspraktiken und Schuldenerlass für Entwicklungsländer gehören. Ja, und internationale Zusammenarbeit ist für die Bekämpfung wirtschaftlicher Ungleichheiten von entscheidender Bedeutung. Glauben Sie also, dass Bildung eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Ungleichheit spielt? Ganz gewiss. Die Bildung von Gemeinschaften gibt ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Veränderungen herbeizuführen. Lektion 3. Änderungen der Einwanderungspolitik. Die Veränderungen in der Einwanderungspolitik weltweit sind ziemlich bemerkenswert, nicht wahr? In der Tat. Es spiegelt die sich ändernde Einstellung gegenüber Globalisierung und Migration wider. Ja, und einige Nationen werden restriktiver, während andere gastfreundlicher sind. Man wundert sich über die Auswirkungen auf Gemeinden und Volkswirtschaften. Unbedingt. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die diese Veränderungen vorantreiben? Wirtschaftliche Bedingungen und Sicherheitsbedenken spielen sicherlich eine wichtige Rolle. Stimmt. Aber es ist wichtig, auch den menschlichen Aspekt der Einwanderung anzuerkennen. Genau. Die Politik sollte nationale Interessen mit humanitären Erwägungen in Einklang bringen. Wie können sich Einzelpersonen also für faire Einwanderungspraktiken einsetzen? Lektion 4. Pharmazeutische Ethik. Die Ethik der Pharmaunternehmen im Bereich der globalen Gesundheit ist ein faszinierendes Thema, nicht wahr? In der Tat. Es wirft Fragen zum Profit im Vergleich zum Wohl der Patienten auf. Ja, vor allem in Regionen, die keinen Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten haben. Es ist frustrierend, lebensrettende Medikamente zu sehen, deren Preis für viele unerreichbar ist. Wie können diese Unternehmen Ihrer Meinung nach Gewinne mit ethischen Überlegungen in Einklang bringen? Sie sollten Transparenz priorisieren und in erschwingliche Lösungen investieren. Das klingt vernünftig. Darüber hinaus könnte die Zusammenarbeit mit Regierungen den Zugang verbessern. Unbedingt. Glauben Sie also, dass Verbraucher diese Unternehmen beeinflussen können? Ganz gewiss. Informierte Verbraucher können die Nachfrage nach ethischen Praktiken ankurbeln. Lektion 5. Auswirkungen von Naturkatastrophen. Die Auswirkungen von Umweltkatastrophen auf die Weltbevölkerung sind erschütternd, finden Sie nicht auch?
Ja, es ist entmutigend zu sehen, wie Gemeinden Schwierigkeiten haben, sich zu erholen. Jede Katastrophe scheint bestehende Sicherheitslücken zu verschärfen, nicht wahr? In der Tat, es unterstreicht die Notwendigkeit besserer Vorsorge und Resilienzstrategien. Was sollte Ihrer Meinung nach bei der Katastrophenbewältigung priorisiert werden? Ich glaube, dass das Engagement der Gemeinschaft und lokales Wissen entscheidende Elemente sind. Ja, das ermöglicht es den Bewohnern, effektiv zu den Wiederaufbaumaßnahmen beizutragen. Glauben Sie also, dass der Klimawandel erheblich zur Häufigkeit dieser Katastrophen beiträgt? Unbedingt. Die Bekämpfung des Klimawandels ist unerlässlich, um zukünftige Risiken zu mindern. Lektion 6: Jugendaktivismus. Die Rolle junger Menschen in politischen Bewegungen nimmt zu. Haben Sie das bemerkt? Ganz gewiss. Jugendliche äußern sich zunehmend lautstark zu den Themen, die ihnen wichtig sind. Es scheint, dass soziale Medien ihre Stimmen auf globaler Ebene verstärken. In der Tat. Es ist inspirierend zu sehen, wie junge Aktivisten sich für Veränderung einsetzen. Aber glauben Sie, dass Sie in diesen Bewegungen vor irgendwelchen Herausforderungen stehen? Ja, sie stoßen oft auf Skepsis älterer Generationen. Was kann Ihrer Meinung nach diese Generationslücke überbrücken? Kooperationsinitiativen zwischen Jugendlichen und erfahrenen Führungskräften könnten das Verständnis fördern. Das klingt vielversprechend. Wie können wir Jugendaktivismus weiter unterstützen? Lektion 7: Die Zukunft der Demokratie. Die sich wandelnde Landschaft der demokratischen Regierungsführung ist ein Thema von großer Bedeutung, nicht wahr? Ganz gewiss. Es wirft Fragen zur Zukunft der globalen politischen Systeme auf. Ja, angesichts des zunehmenden Autoritarismus in verschiedenen Regionen ist das ziemlich besorgniserregend. Es ist entmutigend, die Erosion demokratischer Werte in einigen Ländern zu beobachten. Wie wird Technologie Ihrer Meinung nach die Zukunft der Demokratie beeinflussen? Dies könnte sowohl die Transparenz verbessern, als auch Herausforderungen wie Fehlinformationen mit sich bringen. Genau. Das Engagement der Wähler muss sich an diese neuen Landschaften anpassen. Also, welche Strategien werden Ihrer Meinung nach demokratische Prozesse stärken? Die Förderung der politischen Bildung und die Förderung der Partizipation sind wichtige Fortschritte. Lektion 8: Technische Regulierung. Haben Sie die jüngsten Versuche der Regierungen bemerkt, große Technologieunternehmen zu regulieren? Ja, es scheint, als würden die Technologiegiganten genauer unter die Lupe genommen als je zuvor. In der Tat. Es erinnert mich an das Sprichwort: Mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Genau. Aber manchmal frage ich mich, ob der Gesetzgeber die Technologie, die er reguliert, wirklich versteht. Das ist ein berechtigtes Argument. Das Tempo der technischen Innovation übertrifft häufig die Gesetzgebungsverfahren. Ja, und hier sind wir. Lassen uns raten, wie die zukünftigen Vorschriften aussehen werden. Ich nehme an, es ist ein Balanceakt, Innovation zu fördern und gleichzeitig den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Genau. Was wird Ihrer Meinung nach das nächste große Thema in der Technologieregulierung sein? Ich vermute, dass Datenschutzbedenken in den Mittelpunkt rücken werden, wenn die Menschen sich dessen immer mehr bewusst werden. Lektion 9: Die Situation in Afghanistan. Die aktuelle Situation in Afghanistan ist ziemlich besorgniserregend, nicht wahr? Das ist es wirklich. Es ist herzzerreißend zu sehen, mit welchen Kämpfen so viele Menschen konfrontiert sind. Unbedingt. Die humanitäre Krise scheint sich seit der Machtübernahme durch die Taliban verschärft zu haben. Ja, und die Auswirkungen auf die Frauenrechte sind besonders alarmierend.
Ganz richtig. Bildung und Chancen für Frauen sind drastisch zurückgegangen. Da fragt man sich, wie die internationale Gemeinschaft langfristig reagieren wird. In der Tat, es scheint ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Diplomatie und humanitärer Hilfe zu bestehen. Genau. Man kann nur auf eine bessere Zukunft für das afghanische Volk hoffen. Ich stimme voll und ganz zu. Die Widerstandsfähigkeit der afghanischen Bürger ist jedoch wirklich bewundernswert. Lektion 10: Automatisierung und Jobs. Die Zukunft der Arbeit in einer automatisierten Welt ist ein faszinierendes Thema, finden Sie nicht auch? Unbedingt. Ich frage mich oft, welche Arten von Jobs es in naher Zukunft noch geben wird. Der Gedanke, dass Roboter unsere Jobs übernehmen, ist sowohl aufregend als auch etwas erschreckend. Ja, es fühlt sich an, als würden wir in einem Science-Fiction-Film leben, nicht wahr? In der Tat. Aus dieser Veränderung könnten sich jedoch auch neue Möglichkeiten ergeben. Ganz richtig. Weiterbildung und Umschulung werden für die Belegschaft von entscheidender Bedeutung sein. Genau. Arbeitgeber und Pädagogen müssen zusammenarbeiten, um zukünftige Arbeitnehmer vorzubereiten. Erwarten Sie also mit zunehmender Automatisierung einen Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten? Ich glaube, es wird sich weiterentwickeln. Einige Jobs könnten verschwinden, während neue Bereiche entstehen werden. Lektion 11: Diversität und Inklusion. Die Bemühungen um Inklusivität in verschiedenen Ländern haben in letzter Zeit an Dynamik gewonnen, nicht wahr? Sehr wohl. Es ist ermutigend zu sehen, dass viele Organisationen der Vielfalt Priorität einräumen. Unbedingt. Das Erreichen echter Inklusivität kann jedoch sehr komplex sein. Ja, es braucht mehr als nur politische Maßnahmen. Es erfordert auch einen kulturellen Wandel. Genau. Wie können Unternehmen Ihrer Meinung nach solche Veränderungen effektiv fördern? Offene Dialoge und Aufklärung zum Thema Diversität können wirkungsvoll sein. Richtig. Eine konsequente Bewertung und Anpassung von Initiativen zur Förderung der Vielfalt sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Glauben Sie also, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen? Ich hoffe es. Der Fortschritt mag langsam sein, aber jeder Schritt zählt. Lektion 12: Handelsgespräche. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie globale Handelsabkommen die internationalen Beziehungen prägen? In der Tat ist es ziemlich faszinierend. Sie können entweder Brücken bauen oder Spannungen schüren. Genau. Manchmal scheint es, als ob Länder verhandeln wie Kinder, die sich um Spielzeug streiten. Du bist genau richtig. Die damit verbundenen Komplexitäten können amüsant und manchmal rätselhaft sein. Und vergessen wir nicht die eigenartige Sprache, die sie verwenden. Es ist, als ob sie versuchen, uns zu verwirren. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Letztlich können diese Abkommen jedoch die wirtschaftlichen Beziehungen verbessern, oder? Ja, während es gelegentlich zu Spannungen aufgrund von Zöllen und Handelshemmnissen kommt. Denken Sie also, dass globale Handelsabkommen insgesamt eher vorteilhaft als schädlich sind? Ich glaube, sie bergen das Potenzial für erhebliche Vorteile, vorausgesetzt, sie sind gerecht konzipiert. Lektion 13: NGOs und humanitäre Hilfe. Haben Sie über die Rolle von NGOs bei der Krisenreaktion nachgedacht? Ja, sie sind oft die stillen Helden, die in Notfällen sofortige Hilfe leisten. In der Tat, ihre Agilität und ihr lokales Wissen können einen großen Unterschied machen. Die Finanzierung kann jedoch oft ein erhebliches Hindernis sein, nicht wahr? Unbedingt.
In turbulenten Zeiten ist es eine Herausforderung, kontinuierliche Unterstützung zu sichern. Ihre Bemühungen können jedoch zu langfristigen Entwicklungsinitiativen führen, oder? Ja, nachhaltige Programme können helfen, Gemeinden wieder aufzubauen. Denken Sie also, dass die Zusammenarbeit mit Regierungen entscheidend für den Erfolg ist? Es ist unerlässlich. Partnerschaften können ihre Wirkung enorm verstärken. Lektion 14. Denkanstöße. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, warum in einigen Ländern Nahrungsmittelknappheit herrscht, während es in anderen Ländern im Überfluss gibt? Es ist in der Tat ein ziemlich verwirrendes Thema. Ich frage mich oft, wie wir überschüssige Lebensmittel effizient von einer Region in eine andere transportieren können. Es ist nicht nur eine Frage des Überflusses. Die Distributionslogistik ist eine entscheidende Herausforderung. Zum Beispiel erfordert der Transport verderblicher Güter spezielle Einrichtungen. Unbedingt. Darüber hinaus kann die lokale Infrastruktur den Prozess erheblich behindern. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen Waren über kaputte Straßen zu transportieren. Das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Und was ist mit der Rolle der Politik bei der Lebensmittelverteilung? Die Politik kann die Agrarpolitik und Subventionen stark beeinflussen, was sie noch komplizierter macht. Apropos Komplexität. Haben Sie von den Lebensmittelwüsten gehört? Hab ich. Dies sind Gebiete mit begrenztem Zugang zu erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln. Richtig. Es ist erstaunlich, dass in einer Welt mit so viel Essen manche Menschen immer noch hungern. Lektion 15. Culture Connect. Haben Sie bemerkt, wie kulturelle Unterschiede zu Missverständnissen führen können? Ja, es ist faszinierend und manchmal ziemlich amüsant. Wenn man verschiedene Bräuche genau beobachtet, kann man sich wie ein Detektiv in einem kulturellen Fall fühlen. In der Tat. Ich habe einmal fälschlicherweise eine Kollegin mit einem Handschlag begrüßt, als sie eine Verbeugung erwartete. Das muss peinlich gewesen sein. Aber es sind diese Momente, die uns wertvolle Lektionen vermitteln. Stimmt. Das Verständnis kultureller Normen kann Missverständnisse lindern. Apropos Missverständnisse. Ich habe eine amüsante Geschichte über jemanden gehört, der in einer Fremdsprache das Wort Geschenk mit Gift verwechselt hat. Oh mein Gott, das klingt nach einem Rezept für eine Katastrophe oder nach einer interessanten Partygeschichte? Ja, Humor kann oft die Kluft zwischen Kulturen überbrücken, nicht wahr? Lektion 16. Wasser ist wichtig. Wasserrechte sind in letzter Zeit zu einem heißen Thema geworden, nicht wahr? In der Tat, es scheint, als ob eine grundlegende Notwendigkeit nicht so kompliziert sein sollte. Das würdest du denken. Dennoch haben viele Menschen immer noch keinen Zugang zu sauberem Wasser. Es ist ziemlich alarmierend. Wasserknappheit kann schwerwiegende Folgen für die Gemeinden haben. Richtig. Einige argumentieren, dass es ein Menschenrecht ist, während andere es als Ware betrachten. Dieser Unterschied in der Perspektive verkompliziert die Angelegenheit noch weiter. Darüber hinaus überschattet der industrielle Wasserverbrauch oft die persönlichen Bedürfnisse. Genau. Es ist oft ein Kampf zwischen landwirtschaftlichen Anforderungen und persönlichem Konsum. Sind Sie auf das Konzept des virtuellen Wassers gestoßen? Lektion 17. Diplomatie-Dialoge. Die Rolle der Diplomatie bei der Aufrechterhaltung des Weltfriedens scheint heutzutage unterschätzt zu werden, nicht wahr? Unbedingt. Wir hören zwar oft von Konflikten, aber die Bemühungen, sie zu lösen, werden oft überschattet. Ja, diese Diplomaten sind wie Friedensninjas, die unermüdlich hinter den Kulissen arbeiten. Was für eine humorvolle Beschreibung. Dennoch ist es wahr. Sie bringen meisterhaft die Beziehungen zwischen Nationen unter einen Hut.
Und unterschätzen wir nicht die Macht des Dialogs. Kompromisse erfordern oft kreative Verhandlungen. In der Tat. Erinnern Sie sich an die Zeit, als ein kleinerer Handelsstreit bei einem gemeinsamen Essen beigelegt wurde? Ja, es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Brotbrechen manchmal Barrieren überwinden kann. Essen hat wirklich eine unheimliche Art, Frieden und Dialog zu fördern. Und was ist mit der Kunst der Überzeugung? Sie ist in der öffentlichen Diplomatie von entscheidender Bedeutung. Lektion 18. Grüne Innovationen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie grüne Technologien unsere Zukunft gestalten? Es ist ein aufregendes Konzept, insbesondere angesichts des dringenden Bedarfs an nachhaltigen Lösungen. Genau. Innovationen im Bereich umweltfreundlicher Technologien scheinen fast täglich auf den Markt zu kommen. Ja, man fragt sich, ob wir bald fliegende Fahrräder haben werden, die mit Sonnenenergie betrieben werden. Was für ein skurriler Gedanke. In Wirklichkeit machen erneuerbare Energiequellen jedoch erhebliche Fortschritte. In der Tat. Darüber hinaus können grüne Technologien große Auswirkungen auf Branchen wie die Landwirtschaft haben. Unbedingt. Stellen Sie sich Farmen vor, die vertikale Gartentechniken anwenden, die Platz und Ressourcen sparen. Das wäre vor allem für städtische Gebiete ein Wendepunkt. Apropos urbane Gebiete. Haben Sie beobachtet, wie intelligente Städte Technologie integrieren? Lektion 19. Gerechtigkeit für alle. Das Konzept der sozialen Gerechtigkeit gewinnt weltweit an Bedeutung, finden Sie nicht? In der Tat, es scheint eine entscheidende Zeit für Interessenvertretung und Sensibilisierung zu sein. Ja, es ist wichtig, dass Bewegungen in der heutigen Gesellschaft an Stimme und Sichtbarkeit gewinnen. Unbedingt. Mit Technologie ist es einfacher denn je, das Bewusstsein für Ursachen zu schärfen. Haben Sie den Einfluss der sozialen Medien auf diese Bewegungen gesehen? Es kann Stimmen verstärken und Gruppen schneller mobilisieren als herkömmliche Methoden. Genau. Dennoch ist es wichtig sicherzustellen, dass die Botschaft klar und zielgerichtet bleibt. In der Tat. Interessenvertretung ist effektiver, wenn alle auf derselben Seite sind. Apropos Seiten, haben Sie darüber gelesen, wie Literatur soziale Gerechtigkeit beeinflusst? Lektion 20. Auf hoher See navigieren. Die Sicherheit des Seeverkehrs ist in der heutigen Welt zu einem wichtigen Anliegen geworden, nicht wahr? Das hat es auf jeden Fall. Aufgrund von Piraterie und Territorialstreitigkeiten geht es in den Gewässern ziemlich turbulent zu. Genau. Es ist fast so, als wäre der Ozean zu einem Schlachtfeld geworden. Eine ziemlich unterhaltsame, wenn auch ernste Metapher. Piraterie klingt wie etwas aus einem Film. Dennoch ist es für viele Nationen eine krasse Realität. Riesige Gewässer stellen die Sicherheit vor immense Herausforderungen. Ja, die Gewährleistung eines sicheren Handelsaustauschs ist für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Und die Länder müssen für eine effektive Meerespolitik zusammenarbeiten, nicht wahr? Unbedingt. Es erfordert Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung, um die Seerouten zu schützen. Interessanterweise spielt das Völkerrecht auch bei der Definition von Hoheitsgewässern eine zentrale Rolle. Lektion 21. Krisenmanagement. Die Flüchtlingskrise ist weltweit ein dringendes Problem, nicht wahr? In der Tat. Es erfordert umfassende Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen, mit denen Vertriebene konfrontiert sind. Ja, es ist ziemlich komplex. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Viele scheinen zu übersehen, dass Flüchtlinge oft ein besseres Leben suchen, nicht nur Sicherheit.
Richtig. Der Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten ist für ihre Integration unerlässlich. Haben Sie innovative Programme gesehen, die Flüchtlingen helfen sollen, sich in neuen Gemeinden niederzulassen? Ja, viele Initiativen konzentrieren sich auf den Kompetenzaufbau und das Sprachtraining, was von entscheidender Bedeutung ist. Es ist wunderbar zu sehen, wie Gemeinschaften sich dafür einsetzen, diese Menschen zu unterstützen. Unbedingt. Solidarität kann den Weg für Verständnis und Akzeptanz ebnen. Lektion 22: Glaube im Dialog. Haben Sie die zunehmende Bedeutung des interreligiösen Dialogs in der heutigen Gesellschaft bemerkt? Unbedingt. Es ist wichtig, um das Verständnis zwischen den verschiedenen Religionen zu fördern. In der Tat, es ist ziemlich faszinierend, wie unterschiedliche Überzeugungen eher zu Gesprächen als zu Konflikten führen können. Ja, der Dialog ist ein wirksames Instrument, um Lücken zu überbrücken und Missverständnisse auszuräumen. Sind Sie in Ihrer Gemeinde auf engagierte interreligiöse Initiativen gestoßen? Hab ich. Sie beinhalten oft kulturelle Veranstaltungen, die gegenseitigen Respekt und Wertschätzung fördern. Es ist bemerkenswert, wie durch das Teilen von Traditionen Gemeinsamkeiten geschaffen werden können. Zum Beispiel kann der Austausch von Feiertagsfeiern verschiedene Glaubensrichtungen zusammenbringen. Ja. Es schafft eine offene Atmosphäre, um die Werte des anderen kennenzulernen. Lektion 23: Start-up-Searche. Der Aufstieg von Start-ups in Schwellenländern ist aufregend, finden Sie nicht? Das ist es wirklich. Der Unternehmergeist scheint in verschiedenen Regionen zu gedeihen. Ja, und es ist erfrischend zu sehen, wie innovative Ideen von unerwarteten Orten kommen. Definitiv. Viele junge Unternehmer verwandeln Herausforderungen in Chancen. Haben Sie von den Technologiezentren gelesen, die in Städten entstehen, die zuvor übersehen wurden? Ja, sie sind der Nährboden für Kreativität und Zusammenarbeit zwischen Start-ups. Es fühlt sich an wie eine Mini-Revolution, nicht wahr? Ganz richtig. Jedes Start-up hat das Potenzial, Branchen zu revolutionieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Und auch soziales Unternehmertum gewinnt an Bedeutung und konzentriert sich auf Leistungen für die Gemeinschaft. Lektion 24: Zusammenarbeiten oder stagnieren. Haben Sie sich jemals gefragt, wie Länder trotz ihrer Unterschiede zusammenarbeiten können? Es ist in der Tat faszinierend. Es ist fast so, als würde man versuchen, Katzen zur Kooperation zu bewegen. Genau. Wussten Sie, dass einige Regionen zu Erfolgsgeschichten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geworden sind? Oh, das kann ich mir nur vorstellen. Was sind einige dieser Erfolgsgeschichten? Zum Beispiel gibt es die Europäische Union, in der Länder in verschiedenen Fragen zusammenarbeiten, von der Handels- bis zur Umweltpolitik. Das ist faszinierend. Es scheint, dass Zusammenarbeit zu bemerkenswerten Ergebnissen führen kann. Aber natürlich muss es eine ziemliche Herausforderung sein, sich in der Politik zurechtzufinden. Unbedingt. Es ist so, als würde man auf einer Gratwanderung laufen, unter der hungrige Vögel kreisen. Oh je, ich hoffe, diese Vögel stürzen nicht oft um. Das tun sie, und deshalb ist strategische Kommunikation unerlässlich. Lektion 25: Schüsse und Strategien. Haben Sie jemals über den Einfluss der Impfstoffdiplomatie auf die internationalen Beziehungen nachgedacht? Es ist ein ziemlich zum Nachdenken anregendes Thema. Impfstoffe als Instrumente für globalen Einfluss. Wer hätte das gedacht? In der Tat. Es ist wie ein Schachspiel, aber eines, bei dem die Bauern winzige Fläschchen mit lebensrettenden Medikamenten sind. Das ist ein lebendiges Bild.
Welche Länder betreiben also diese Diplomatie? Nun, Länder wie China und Russland waren ziemlich aktiv bei der Verteilung von Impfstoffen in verschiedene Regionen, nicht wahr? Das haben sie auf jeden Fall. Es ist wie ein Rennen bis zur Ziellinie, aber statt Medaillen wetteifern Länder um Einfluss. Unbedingt. Und es hat Debatten über Moral und Zugang zur Gesundheitsversorgung ausgelöst. Ein zweischneidiges Schwert, ganz sicher. Es ist amüsant, wie Gesundheit zu einer Verhandlungsmasse werden kann. Es ist eine ziemliche Ironie, wenn man bedenkt, dass Gesundheit idealerweise ein universelles Recht und kein Privileg sein sollte. Lektion 26. Der Frühaufsteher bekommt das Meeting. Sicherlich müssen Sie sich der Bedeutung von Pünktlichkeit bei Besprechungen bewusst sein. Es kann nicht genug betont werden. Pünktlich anzukommen spricht Bände über die eigene Professionalität. In der Tat. Wie wäre es, wenn wir dieses Treffen auf 7 Uhr ansetzen? Ich vermute, es ist für uns beide von entscheidender Bedeutung. 7 Uhr morgens? Oh, das heißt, ich muss aufwachen, bevor die Sonne beschließt, uns mit ihrer Gegenwart zu beglücken. Genau. Aber stell dir vor, wie erfrischt wir uns fühlen werden, wenn wir vor dem Frühstück etwas erreicht haben. Berühren. Ich schätze, das klingt belebend. Wie eine Siegesrunde im Morgengrauen. Ganz richtig. Außerdem wird der Kaffee zu dieser Stunde noch besser schmecken. Ah, der Duft von frisch gebrühtem Kaffee bei Sonnenaufgang. Es könnte durchaus ein magisches Erlebnis sein. Ich würde es im wahrsten Sinne des Wortes einen Weckruf für den Erfolg nennen. Lektion 27. Gesunde Gespräche. Apropos Gesundheit. Haben Sie beobachtet, wie Ernährungsgewohnheiten unser tägliches Leben beeinflussen? Unbedingt. Es ist amüsant, wie die Auswahl von Lebensmitteln sogar Diskussionen unter Freunden auslösen kann. In der Tat. Nun, wenn Sie zwischen einem guten Steak oder einem gegrillten Hähnchen wählen müssten, welches wäre das? Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Beide haben ihren Reiz. Allerdings genieße ich von Zeit zu Zeit ein zartes Steak. Ah, du bist also ein Fleischliebhaber. Das verleiht Ihrem Gaumen sicherlich ein besonderes Flair. Ich muss gestehen, ein gut gekochtes Steak kann himmlisch sein. Aber auch gegrilltes Hähnchen ist eine wunderbare Option. Das ist wahr. Es ist leichter, und man könnte es als gesundheitsbewusste Alternative betrachten. Ich glaube jedoch, dass es kaum schadet, sich gelegentlich etwas zu gönnen. Schließlich ist das Leben zu kurz, um auf Geschmack zu verzichten. Könnte nicht mehr zustimmen. Ausgeglichenheit ist wichtig, besonders wenn man auch eine Vorliebe für Süßigkeiten hat. Lektion 28. Vom Hof zum Tisch. Warst du jemals mit dem Farmleben zu tun? Nicht persönlich. Aber ich habe gehört, es ist ein einmaliges Erlebnis. Was ist mit dir? Ja, ich habe einer Freundin auf ihrer Farm geholfen. Ich helfe sogar beim Melken der Kühe. Wie faszinierend. Ich glaube, das erfordert ein gewisses Maß an Geschick und Mut. Das tut es, und es bietet auch ein ziemliches Training. Hast du es jemals versucht? Das kann ich mir nur vorstellen. Aber ich vermute, ich wäre zunächst ein ungeschickter Helfer. Es braucht Übung. Ähnlich wie beim Fahrradfahren muss man das Gleichgewicht finden. Eine passende Analogie. Arbeitest du gerne mit Tieren? Auf jeden Fall. Jeder Tag bringt neue Überraschungen, zum Beispiel, wenn die Ziegen beschließen, boshaft zu sein. Lektion 29. Perfekte Passform. Hast du schon einmal ein Shirt anprobiert, das so perfekt sitzt, dass es sich wie eine zweite Haut anfühlt? In der Tat.
Es ist, als würde man inmitten eines Stoffmeers einen Schatz finden. Nach welchem Stil suchst du? Ich interessiere mich besonders für etwas Lässiges und doch Stilvolles. Vielleicht ein tailliertes Hemd in einer leuchtenden Farbe? Das klingt ansprechend. Hast du darüber nachgedacht, wie Farben deine Stimmung beeinflussen können? Absolut, ich habe irgendwo gelesen, dass das Tragen hellerer Farben das Selbstvertrauen stärken kann. In der Tat. Es kann auch dazu führen, dass andere sie als zugänglicher wahrnehmen. Genau. Ich trug einmal ein knallgelbes Hemd und alle haben mir ein Kompliment gemacht. Du musst ziemlich schick ausgesehen haben. Gelb hat eine Art, einen Raum zu beleuchten. Danke. Ich glaube, Kleidung sollte unsere Persönlichkeit widerspiegeln. Lektion 30. Reservierungsbestätigung. Ich möchte meine Reservierung bestätigen, bitte. Mein Name ist John Smith und ich habe es letzte Woche geschafft. Ganz gewiss. Ich werde das sofort für dich überprüfen. Für welches Datum ist Ihre Reservierung? Es ist für diesen Samstagabend. Ich kann's kaum erwarten. Ich sehe es hier. Sie haben um 19 Uhr einen Tisch für 2 Personen gebucht, richtig? Ja, das ist richtig. Muss ich sonst noch etwas beachten? Wenn möglich, nur um etwas früher anzukommen. Es kann ziemlich voll werden. Das klingt klug. Ich schätze den Tipp. Kein Problem. Ist das zufällig ein besonderer Anlass? Das ist es in der Tat. Ich würde gerne einen Freund überraschen. Lektion 31. Wochenendpläne. Ich freue mich, dass wir uns einig sind, dass jedes Wochenende ausreichen wird. Wie wäre es am kommenden Sonntagabend? Sonntag klingt perfekt. Haben Sie eine bestimmte Aktivität im Sinn? Ich dachte, vielleicht ein Abendessen in dem neuen italienischen Restaurant in der Innenstadt? Oh, ich habe fantastische Kritiken darüber gehört. Ihre Pasta ist anscheinend großartig. Ich bin ein Pasta-Enthusiast. Es scheint also eine himmlische Kombination zu sein. Ebenso. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir leckere Gerichte genießen. Möchten Sie auch Ihre Dessertkarte erkunden? Unbedingt. Eine Mahlzeit ohne Nachtisch ist wie ein Tag ohne Sonnenschein, findest du nicht? Ganz richtig. Ich habe gehört, dass Ihr Tiramisu nicht von dieser Welt ist. Lektion 32. Wanderabenteuer. Hallo. Bist du schon einmal gewandert? Ja, habe ich. Ich liebe Wandern. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die Natur einzutauchen. Das ist es gewiss. Inmitten der Bäume spazieren zu gehen und die frische Luft zu genießen, kann verjüngend sein. In der Tat. Außerdem führen Wanderwege oft zu atemberaubenden Ausblicken. Was war bisher dein liebstes Wandererlebnis? Ich bin einmal auf einem Pfad gewandert, der einen atemberaubenden Wasserfall überblickte. Der Anblick war einfach magisch. Das klingt bezaubernd. Wasserfälle haben eine Art, den Geist in ihren Bann zu ziehen. Das tun sie. Bist du schon einmal einen anspruchsvollen Weg gewandert? Ich habe es einmal versucht, und sagen wir einfach, es hat mich erobert. Lektion 33. Geografische Wunder. Wussten Sie, dass Australien zwischen dem Pazifik und dem Indischen Ozean liegt? Ja, es ist faszinierend, wie es eines der größten Länder der Welt ist. In der Tat, es wird oft als Inselkontinent bezeichnet. Das macht es einzigartig. Die Artenvielfalt dort ist ebenfalls bemerkenswert. Unbedingt. Von Regenwäldern bis hin zu Wüsten bietet es außergewöhnliche Ökosysteme. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, das australische Great Barrier Reef zu besuchen? Das würde ich sehr gerne. Dort zu schnorcheln muss ein surreales Erlebnis sein.
Das ist es wirklich. Die lebendigen Riffe und das Meeresleben sind geradezu faszinierend. Darüber hinaus hat Australien mit seinen indigenen Gemeinschaften eine reiche Kulturgeschichte. Lektion 34. Beeindruckende Entwicklungen. Ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt von den neuen Entwicklungen in unserer Stadt. Oh, wirklich? Was hat Ihre Aufmerksamkeit besonders erregt? Der neue Park, den sie gebaut haben, ist wirklich atemberaubend. Er ist so gut gestaltet. Ich stimme zu. Die Landschaftsgestaltung und der Spielplatz machen es zu einem reizvollen Treffpunkt. Und die Gemeinschaftsgärten sind eine fantastische Ergänzung. Sie fördern Nachhaltigkeit. Richtig. Es ist wunderbar, einen Schwerpunkt auf Grünflächen in der Stadtplanung zu sehen. Hast du schon irgendwelche Veranstaltungen im Park ausprobiert? Ja, ich habe letzten Monat an einem Gemeinschaftspicknick teilgenommen, und es war großartig. Das klingt unterhaltsam. Vielleicht könnten wir dort selbst ein kleines Picknick organisieren. Lektion 35. Strandplanung. Ich kann unseren Strandausflug kaum erwarten. Hast du die Daten bestätigt? Ja, ich habe alles überprüft, und wir sind bereit. Was für ein aufregendes Abenteuer werden wir erleben? Hast du irgendwelche Aktivitäten geplant? Ich denke an Beachvolleyball und vielleicht an ein Lagerfeuer am Abend. Das klingt alles unglaublich lustig. Ich kann es kaum erwarten, Marshmallows zu rösten. Genau. Ein Lagerfeuer am Strand hat etwas Magisches. Einverstanden. Lassen Sie uns auch sicherstellen, dass wir ein paar tolle Snacks und Musik einpacken. Klingt nach einer perfekten Kombination. Was wirst du am Strand tragen? Ich werde wahrscheinlich meine Lieblingsbadehose und ein helles Strandhemd anziehen.